Hi guys, this month I'm taking part again in Ina Salisbury's 4-coat challenge, and this is for May, and I'm starting here with a very heavy watercolor paper, working on top with a stencil and going through that with modeling paste. So I'm letting that dry, and after that I start with distress inks. I'm using the re-inker, and because of the watercolor paper in the background, it's not prepared, nothing, so the distress ink gets soaked up by it pretty easy, or very pretty. So that's where, yeah, you're creating a resist, so-called, because the modeling paste areas are not taking the colors that much, and get you to see this pattern much better. You will see at the end. Using 3 colors, this yellow, green and blue, and after that dried, I cut out a square in the middle to get a frame. Hallo ihr Lieben, ich werde euch heute ein Stück zeigen, das ich für die Ina Salisbury oder für Ina Salisburys Challenge gemacht habe, das sie jeden Monat hält, und zwar ist das die 4-Coat Challenge. Und ich habe hier angefangen mit Aquarellpapier, schweres Aquarellpapier, habe darauf mit Modellierpaste durch einen Stencil Schablone gearbeitet, und dadurch, dass das Aquarellpapier nicht behandelt ist, wird jetzt das Distress Ink, das ich benutze, sehr schön aufgesaugt, aber lässt halt die Modellierpaste eigentlich fast unbedeckt durchscheinen, so dass man so eine Art Resist bekommt. So, dann habe ich da einen Kasten oder in der Mitte das Quadrat ausgeschnitten, und zwar um einen Rahmen zu formen, aber ich benutze das Quadrat in der Mitte wieder, um das einzufügen, wie ihr später seht. Ich habe da schwarze Acrylfarbe draufgepackt, einfach um das Mittelteil, und das war mit Absicht, ich wollte es dunkler haben, ich wollte es traurig haben, ich wollte es depressiv haben. Lass es uns so nennen. Ihr werdet dann schon sehen, warum. So, ich wollte natürlich einen richtig schönen Abstand haben, was natürlich mit meinem 3D-Tape hier schwierig ist. Da hätte ich so viel nehmen müssen. Das wollte ich nicht verschwenden und habe dafür Pappe benutzt. Und das funktioniert ganz gut. Und das gibt mir ganz viel Tiefe. You know, guys, as I said, I cut the square in the middle out just to get a frame. And I wanted to have the middle part, I will put that back actually, but I wanted to have it dark and depressing. So that's why I put some black acrylic paint on top and take it off with a wet cloth again, so that it gets pretty dark. And I will put it back into the middle, but I cut off some of the edges just to have a little bit of an edge around it. You could see I put some cardboard behind the frame because I wanted to have a huge distance, and with a 3D tape it's really difficult to get, and that's where cardboard comes very handy. So that's what I did, and here I'm trying to find out what looks nicer or what looks the way I wanted. White wasn't right enough, and black is absolutely perfect. It gives me the depth, it gives me this darkness I wanted to achieve. So next step is heat embossing a stamped butterfly image with using here Versamark and black embossing powder. Heat set it and use it then and colorize it with watercolor markers. So, ihr habt ja gesehen, ich habe den Hintergrund wieder aufgeklebt, habe die Kanten noch ein bisschen abgeschnitten, weil ich es kleiner haben wollte, weil ich wollte, dass im Hintergrund auch so ein Rand zu sehen ist. Habe erst geguckt mit Weiß, das war mir aber zu fröhlich, also Schwarz war perfekt. Das gibt mir die richtige Tiefe und die richtige dunkle Stimmung. Und ihr seht ja jetzt schon innen drin, das ist es dunkel, und außen wird es heller, es wird bunter. Und benutze jetzt den Schmetterling hier, den Stempel, habe das heiß embossed mit schwarzem Embossingpulver und werde jetzt kolorieren. Aber nur eine Seite, die andere Seite bleibt grau. Und ich werde diesen Schmetterling in einer Weise aufkleben, dass eben das Bunte zum Inneren hin zeigt, zu dem dunklen Inneren, und eben das Graue
zu dem bunten Außen, so dass beides wieder so eine, ja, Verbindung miteinander bekommt, wenn ihr wisst, was ich meine. Ich hoffe es ganz einfach. Das Thema eigentlich des der Four Core Challenge im Mai war vorgegeben als unusual times, ungewöhnliche Zeiten. Und für mich ist das klar, wir leben in einer ungewöhnlichen Zeit im Moment. Wer von uns hat schon mal eine Pandemie mitgemacht? Niemand, außer du bist noch aus dem Ersten Weltkrieg übrig. Aber ich glaube, so alt ist keiner. Und das wollte ich einfach ausdrücken hier, dass für mich, muss ich sagen, hat diese Pandemie, ja, ich habe gehofft auf Veränderung, dass die Menschheit sieht, was in den letzten Wochen passiert ist. Gar nicht so mit uns, weil wir sind gar nicht interessant auf diesem Planeten. Völlig uninteressant, finde ich. Wir sind nur eine Stufe der Evolution, meiner Meinung nach. Aber was mit der Natur passiert ist, wenn wir ihr nur wenig Zeit geben, dann so wenig Zeit, dass sie sich regenerieren kann. Und ja, und ich hab für mich eine ganze Menge mitgenommen jetzt aus der Zeit auch einfach, ja, so bescheidener zu werden und dass ich gar nicht so viel brauche. So viel braucht man überhaupt nicht. Und dieses ganze Konsumieren. Ich will aber. Der Nachbar hat auch. Mein Gott, ja, also da kann ich mich teilweise drüber. Ist wurscht. So. Das war so mein Ding, was ich im Hinterkopf hatte. Und, sorry, da hatte ich jetzt in der Mitte eben diese Dunkelheit und dann eben außen das Helle. Und da ist eben diese Hoffnung und Hoffnung auf Veränderung. Und der Schmetterling ist Veränderung für mich. Und das ist jetzt so mein Gedanke dabei. You know, it's something, the darkness in the middle and the outside, the lightness, the brightness, and then the butterfly is, to me, is change. And, you know, the theme of this four core challenge is unusual times, and to me it's the pandemic, and it's a very unusual time, and it's what did I learn and what do I hope for. I hope that mankind change, that mankind thinks and overthink stuff and have a look into what happened. And it's not that much about the pandemic, it's about what happened through this time. And we have a huge chance here to change, to change to the better and make this world better. And we saw that it does take a lot of time for nature to recover. And yeah, that's my thought about this. So I will show you now the four cores. It's not a lot when you see the points, and I put everything into, and it was a really quick project. So if you're interested, have a look into my description box. I have Ina's channel linked down there, and you can have a look and take part if you want to. There's this challenge every month going on, and the close-up is coming now. Ihr Lieben, das ist jetzt hier zum Beispiel diese 4 Aufgaben, die gestellt werden, und ich habe die im Prinzip in sehr kurzer Zeit hier alle untergebracht. Das macht schon Spaß. Also ihr könnt ja mal in der Box unten gucken, da habe ich einen Link von Inas Kanal. Ihr könnt euch ja mal da angucken, ob das was für euch ist oder nicht. Einfach mal schauen. Und das ist jetzt schon das Close-Up, und I have to say thanks a lot, guys. I hope you liked it. If so, please leave me a thumbs up, and a comment would be very much appreciated. I hope I will see you soon with my next project. Until then, wish you a fantastic time. Take care. Stay healthy, but don't forget to stay creative. Bye-bye. Ihr Lieben, ich danke euch ganz herzlich fürs Schauen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn dem so ist, lasst mir doch einen Daumen hoch. Da unten Kommentar, würde ich mich riesig drüber freuen. Ich hoffe, ich sehe euch ganz bald wieder mit meinem nächsten Projekt. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Bleibt gesund, passt auf euch auf. Aber vergesst nicht, bleibt kreativ. Tschüssi!